Oh hey! Eine Sache, die mir mittlerweile ein bisschen mehr aufgefallen ist, dass es auf die Szene kaum bis gar nicht wirklich über Comics rede, je die wirklich erwähne oder sonstiges. Und dabei sehe ich mich schon als einen kleinen, bzw. großen Comic-Fan. Zugegeben, ich bin jetzt nicht auf den aktuellen Stand mit jeder Serie oder den meisten Serien, aber wenn es etwa einen Charakter, ein Team oder sonstiges gibt, das mich eben interessiert, dann versuche ich etwa so gut es geht, in die Tiefe dieses Charakters reinzugehen. Und ein Charakter, der mir schon oftmals etwa groß aufgefallen ist, durch ihre zahlreichen kleineren Adaptionen, wäre dabei Zatanna Zatara. Ein Charakter, wo ich etwa so viele der Comics von ihr mittlerweile gelesen habe. Nicht alle, aber ein Großteil zumindest. Und jetzt mit einer neuen Ongoing-Serie in den Comics von Zamel Campbell ist es doch höchste Zeit mal einen genaueren Blick auf meine Lieblings-Superheldinnen, besonders meinen Lieblingscomic-Charakter Zatanna Zatara zu geben. Also folgt mir auf der Reise, wie ich euch etwa durch ihre Historie führe, meine Meinung dazu teile und das Ganze irgendwie kompakt verpacken möchte. Spoilerwarnung, es ist kompliziert und kann manchmal sehr messy sein. Immerhin ist der Charakter über 60 Jahre alt und da gibt es so einige Dinge, die man etwa besprechen kann. Es ist auch gesagt, ich werde etwa hier nicht etwa zu jeder Comic-Appearance von ihr was sagen. Ich werde etwa nur die wichtigsten oder meine Favoriten etwa picken, um das Ganze ein wenig kompakter zu verpacken. Natürlich wie immer, Spoilerwarnung vorweg. Und hierbei handelt es nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt zu einer möglichen Storyline, ein Issue oder sonstiges, lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Alle Disclaimer wurden disclaimed. Legen wir mal los mit dem Video. Und beginnen wir doch erstmal von vorne. Wer ist denn nun Zatanna Zatara? Kurz gesagt, sie ist ein Legacy-Charakter, die Legacy ihres Vaters Yvonne Zatara weiterführt. Dieser Charakter wurde schon etwa in der Golden Age eingeführt, um genau zu sein in Action Comics Number 1. Der Comic, wo auch unter anderem ein sehr kleiner DC-Superheld zum ersten Mal aufgetaucht ist, und zwar Superman. Zatanna Zatara folgte aber viele Jahre später, und zwar in der Silver Age. Erschaffen wurde sie dabei von Gardner Fox und Murphy Anderson und feierte ihr Debüt in Hawkman Number 4, die 60s-Serie von Hawkman eben. Eine Magierin, eine Space Magician, eine Sorceress und eine ganz mächtige. Im DC-Universe ist die definitiv einer der mächtigsten magischen Wesen überhaupt. Sie kann sehr selbstbewusst sein, kann manchmal cocky sein, hat eine sehr flirty Natur zu sich, kann aber auch etwa jemand sein, der mit sehr vielen Insecurities zu kämpfen hat. Natürlich hat Zatanna die typischen Kräfte, wenn es um Magie geht, die man von vielen anderen Magiern aus vielen anderen Storys kennt. Ihr Markenzeichen ist aber wohl dabei, wie sie etwa Magie größtenteilig anwendet. Und hierbei ist die Rede von größtenteilig, nicht immer, es gibt da viele Ausnahmen. So spricht sie oftmals ihre Zaubersprüche rückwärts und das ist mehr oder weniger ihr Ding. Ein Charakter, der viele Paradoxen zu sich hat und das macht sie etwa auch so compelling. Aber dazu kommen wir ein wenig später, wenn wir über ein paar der eher mehr moderneren Storys von ihr reden. Springen wir doch mal ganz zurück ins Jahre 1964, wo sie ihr Debüt gefeiert hat. In dieser Story wird sie prachtvoll präsentiert, aber zugegeben in ihren ersten Appearances ist Zatanna mehr oder weniger ein Charakter reduziert auf eine Mission. Sie war Zatara, ihren Vater wiederzufinden. Und das passiert, wie gesagt, in fast allen der ersten Stories von ihr. Sie ist ein Gastcharakter, ein Supporting Character in all diesen, sei es nun etwa in Atom, sei es nun etwa in Green Lantern, sei es nun in den Detective Comics oder auch mit Batman, bevor all dies etwa in einem Issue von Justice League of America mehr oder weniger seine Conclusion findet. Und zwar Justice League of America Issue 51. In diesen hat sie mehr oder weniger ein gigantisches Team-Up mit all den Helden, denen sie etwa davor schon geholfen hat, und endlich nach all den Issues hilft sie ihren Vater und bringt sie aus den Klauen einer Hexe zurück. Yvonne Zatara und seine Tochter sind reunited und da endet auch ihr mehr oder weniger Anfangs-Mini-Arc. Und danach kam nicht etwa wirklich viel was von ihr, denn in ihren Anfängen war Zatanna Zatara ein Charakter mit einem zwar sehr prachtvollen, sehr genialen Design meiner Meinung nach. Ich meine, natürlich kann man argumentieren, dass es ein wenig in die Male Gaze geht, aber dieses States-Kostüm hatte was Eigenes zu sich und ist so ein ikonisches Design, dass es auch kein Wunder ist, dass egal, wenn sie etwa ein neues Design kriegt, irgendwann mal wieder dieses Design in irgendeiner Art und Weise zurückkehrt. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, später. Sie trat zwar in anderen Comicserien weiterhin auf in den 60er Jahren als Supporting Character, aber nachdem sie ihren Vater gefunden hat, wusste man irgendwie nicht, was man mit ihrem Charakter weitermachen wollte. Und wie gesagt, ihr Charakter als solches war jetzt auch nicht
etwa so stark in den Anfängen. Sie war zwar sehr selbstbewusst und hat auch eine sehr interessante Chemistry reingebracht, aber so wirklich vieles gab es halt einfach da nicht. Also springen wir doch mal in die nächste Karte rein, und zwar die 70er Jahre, wo es ein wenig mehr mit ihr zuging. Hierbei fokussieren wir uns wieder mal auf Justice League of America, denn in dieser Serie fand sie Ende der 70er Jahre mehr oder weniger ihr neues Zuhause. Und unter anderem auch ein neues Kostüm, ein Makeover, was definitiv nicht einer meiner Favoriten ist, und auch ein Makeover ist, was ich, wie ich zumindest verstehe, nicht wirklich vielen Fans von Zatanna oder sonstigen Fans wirklich viel zusagt. Ein Black Jumpsuit, ein Ponytail und das Ganze, ich bin nicht so ein großer Fan davon. Es ist ein sehr planes Design und leckt einfach den Charakter ihres Originaldesigns, was sehr simpel ist, zugegeben. Immerhin ist das einfach nur ein State-Outfit, aber ein sehr effektives Outfit. In dieser Ära kriegen wir auch zum ersten Mal ihre Mutter vorgestellt, Zendaya. Ein Charakter, der immer mal wieder auftaucht, ähnlich so wie ihr Vater, aber ihre Importance immer mal wieder schwankt. Zendaya ist manchmal verschwunden, manchmal tot, manchmal auch einfach beides. Es ist kompliziert mit ihr, aber zugegeben, Silvani ist jetzt auch nicht etwa allzu anders. Ihre Zeit in der Justice League of America war eine okayse. Ich bin kein großer Fan von den Stories hier, aber hey, sie hatte zumindest etwa ein neues Zuhause gefunden, aber so wirklich vieles mit ihr konnte ich etwa leider nicht anfangen. Immer noch ein Charakter, der nicht etwa wirklich die Tiefe in sich hatte, aber hey, immerhin hatte sie einen Platz in der Justice League. Unter anderem gibt es ein paar interessante Dinge zu dieser Zeit zu sagen. Beispielsweise wurde ihr Platz in der Justice League versichert durch ein Fanpoll. DC hatte zu der Zeit Fanpolls gemacht für so einige Entscheidungen. Unter anderem, wer in der Justice League of America reintreten sollte und wer etwa verschwinden sollte. Zatanna ging dabei auf den ersten Platz und so hatte sie ihren Platz in der Justice League gesichert. Und dabei tauchte sie etwa nicht allzu oft auf. Aber hey, das spricht etwa für die Longevity dieses Charakters, dass so einige Fans sie als ein Mainstage-Charakter ansehen wollten, beziehungsweise sie da reinpussen wollten. Fanpolls bei DC ist keine Neuheit, aber das wohl prominenteste Beispiel wäre dabei der Tod von Jason Todd, aber auch ein anderes Thema. Aber springen wir doch mal in die 80s, die Zeit meiner Meinung nach, wo Zatanna wirklich ihr Footing gefunden hat. Eine Zeit, wo sie immer noch ein Teil der Justice League of America ist, aber in Issue 187 wird ihr ein ganz neues Outfit spendiert, ein Design, was deutlich besser ist meiner Meinung nach und vermutlich mein zweitliebstes Design ist, abseits von der Iconography des Originaldesigns. Ich meine, das State-Outfit kann man nur schwer toppen, meiner Meinung nach. Dieses Outfit hat deutlich mehr Charakter zu sich und ist auch einfach charmanter, meiner Meinung nach. Ich meine, allein schon die Ohrringe mit diesem gigantischen Set auf sich haben deutlich mehr Charakter als dieser ganz plante Black Jumpsuit. Und dabei hat es sogar einen Storygrund, warum sie ihr Outfit wieder mal verändert hat. Denn so erzählt sie Barry Allen den Flash, dass sie sich etwa von ihren Eltern ein wenig abtreten will, da ihre vorherigen Outfits inspiriert waren von diesen. Ihr erstes Outfit eben von Giovanni, der unter anderem auch ein States-Besitzer in späterer Lore ist, und ihr zweites Outfit von ihrer Mutter Zendaya. Und meine Güte, das war ein definitiv interessanter Turn für ihren Charakter. Immerhin wurde sie ein wenig sehr stark definiert von ihrer Beziehung zwischen ihren Eltern. Zugegeben, in späteren Stories spielen ihre Eltern immer noch eine große Rolle, aber dass man sich ein wenig davon abdistanzieren wollte, war eine interessante und nette Entscheidung meiner Meinung nach. Und zu der Zeit wurde auch etwa die flirty Natur von ihr ein wenig mehr hervorgebracht. So flirtet sie immer mal wieder mit Barry Allen, aka dem Flash, und man kann eigentlich etwa davon ausgehen, dass sie zu der Zeit eine kleine Beziehung miteinander hatten. Zatannas Liebesleben ist ein gigantisches, immerhin hatte sie so einige Leute in der DC-Welt gedatet oder es wurde etwa gehintet darüber. Ein paar prominente Beispiele wären dabei zum Beispiel hin und her mit Blue Devil oder auch ihre Romanze bzw. vorherige Beziehung mit John Constantine, aber dazu kommen wir viel später. Und natürlich wohl ihr prominenter Ship bzw. Beziehung wäre natürlich Batman, aber das wird auch viel später deutlich mehr ausgebaut. Die 80s waren auf jeden Fall ein großer Schritt für Zatanna. Natürlich hatte sie immer noch dieselbe Rolle in dem DC-Universe. Ein Teil der Justice League of America. Sie tauchte immer mal wieder in Solo-Serien von anderen Helden auf und war mehr oder weniger die Heldin schlechthin, wenn es darum geht, magische Probleme oder sonstiges zu lösen. Sie war
eben die Helden, wo man etwa hingehen konnte, wenn man irgendwie Probleme hatte mit Magie. Ein Charakter, der auch all die Jahre später immerhin ein Supporting Character größtenteilig war. Diese Supporting-Rolle wurde aber ein wenig in die Frage gestellt im Jahre 1987, wo ihr erster Solo-Comic erschienen ist. Der Zatanna Special Comic ist ein netter Comic, bietet aber auch nicht allzu viel. Hierbei trägt sie zum Beispiel ihr State-Outfit, natürlich redesigned für die Zeit, aber hey, es war auf jeden Fall ein Schritt, dass sie ihren ersten eigenen Comic bekommen hat. Und dann sollte es netter Comic, vor allem wenn man etwa Zatanna-Fan ist. Nicht der Comic, den ich als erstes empfehlen würde, aber hey, immer noch nett. Die 80s, auch wie die 70er und 60er, war eher meine Zeit, wo sie eben dieser Supporting Character gewesen ist. Aber zumindest in den 80s hat sie sich etwa deutlich mehr weiterentwickelt. Aber ja, all dies würde sich verändern, als sie die 90er Jahre betreten hat. Denn die 90er war eine große Zeit für Zatanna, denn hierbei kriegen wir die erste richtige Miniserie für sie. Zatanna Come Together. Und meine Güte, was für eine seltsame kleine Miniserie. Denn während sie in der Main Continuity von DC nicht etwa wirklich so viel Wind um sich heben konnte, hat sich DC entschlossen, sie in eine neue Continuity reinzustecken. In ihr Imprint Vertigo. Und hierbei kommt etwa wohl ihre prominenteste Connection abseits von Batman hinein. John Constantine. John Constantine wurde natürlich in den 80s mit Hellblazer eingeführt und ist mittlerweile ein Charakter im DC-Kosmos, der so einigen Leser bekannt ist. So trat sie unter anderem in ein Issue von Hellblazer auf und fand, wie gesagt, ihre eigene kleine Miniserie. Eine 4-teilige Issue-Serie, wo sie neu definiert wurde. Und auch wenn ich etwa verstehen konnte, dass man etwa Charaktere neu definieren wollte, muss es zugeben, die Neudefinition von Zatanna war deutlich öde und sehr generisch einfach nur. Diese Miniserie ist per se nicht etwa die schlechteste oder sonstiges, aber es ist eine Miniserie, wo man etwa wirklich fühlen kann, yep, das ist eine 90s Miniserie. Und wenn ihr eine Sache wisst über 90s Comics, sie können manchmal sehr über-edgy sein. Zugegeben, die Miniserie war jetzt nicht etwa edgy und es gab ein paar nette Ideen, manchmal zum Beispiel ihr Liebesleben ein wenig weiter herforst. So wurde etwa revealed, dass sie etwa die Ex ist von Konstantin und immer von ihnen träumt. Und diese Connection wurde auch später in anderen Continuities reingenommen bzw. adaptiert. Anders als zum Beispiel die Main Continuity sucht sie hierbei ihre Mutter Zendaya. Und das Ganze ist alles sehr 90s-haft. Unter anderem ist sie keine Stage-Musician mit einer gigantisch großen Präsenz. Nein, sie ist einfach nur eine Bürofrau und hat auch natürlich ein 90s-haftes Outfit bekommen. Kein Fan davon, aber hey, es ist nicht so schlecht wie das 70s-Outfit. So wirklich, das hat sich eher weniger gehalten. Denn auch wenn sie in anderen kleinen Serien aufgetaucht ist, im Vertigo-Kosmos, hat man sie wieder sehr schnell reingebracht in die Main Continuity von DC. Und so wirklich viel mit ihr in den 90s ist eher weniger passiert. Also kommen wir doch mal zu den 2000ern und meine fucking Güte, gibt es so vieles über die 2000er und Zatanna zu sagen. Beginnen wir doch mal mit der ganz großen Story für sie in dieser Zeit. Identity Crisis. Ein Justice League Event, wo es so einige Dinge gibt, die man besprechen kann. Eine Serie, wovon ich etwa kein großer Fan bin und so einige Probleme zu sich hat. Eine Comicserie, die ein paar sehr ernste Thematiken reinnimmt und sie nicht etwa wirklich gut etwa aufarbeitet. Falls ihr etwa das für euch selber lesen wollt, empfehle ich euch wirklich etwa erstmal reinzuschauen, um was es da geht, da diese Thematik nicht etwa für die einfachsten Geister ist. Aber reden wir doch mal über die Rolle, die Zatanna hier gespielt hat. Zatanna spielt dabei eine sehr wichtige Rolle, eine Rolle, die sie für diese Dekade etwa definieren würde. So wird etwa die Thematik Mindwiping hier zum ersten Mal so richtig reingebracht mit ihr. Zatanna macht so einige Mindwipes. Prominenterweise unter anderem von Batman, damit er die letzten Minuten etwa vergisst von den Ereignissen, was vor seinen Augen später etwa da passiert ist. Wie gesagt, ich möchte da nicht etwa in die Details reingehen. In späteren Serien, sei es nun von Catwoman, sei es nun von Gotham City Sirens und Co., gibt es so einige andere Mindwips mit ihr. So hat sie etwa einen Mindwipe mit Selina in der 2000er Catwoman-Serie und das Ganze wird etwa auch ein wenig aufarbeitet in ihren Gastrollen da. Und die meisten ihrer Auftritte zu der Zeit waren sehr definiert leider von dieser Mindwipe-Thematik. Vor allem prominenterweise ihre Auftritte in der Batman bzw. Detective Comic-Reihe. So muss sie natürlich das Vertrauen von Bruce wieder aufbauen und uns wird auch unter anderem erzählt, was etwa ihre bisherige
Beziehung ist. Ihre Kindheit und dass sie überhaupt etwa eine gemeinsame Kindheit miteinander hatten, so dass etwa Sivani und eben Bruces Vater einander etwa wussten und diese zwei so etwa mit frühen Jahren aufeinander getroffen sind und alles drum und dran. Es wird auch etwa gehintet, dass diese zwei eine komplizierte Beziehung haben. Man merkt mal, dass man etwa diese Bad-Tanner-Beziehung hier ein wenig mehr aufbauen möchte und das Ganze drum und dran. Ich mag's an sich. Ich denke, die beiden Charaktere komplementieren sich wirklich gut. Das große Ding hierbei ist, dass Bad-Tanner vermutlich nie etwa wirklich richtig passieren kann, abseits von Flashbacks. Denn die meisten, die vermutlich die Comics kennen, wissen, dass für Batmans Endgame eher mehr Catwoman die große Optik ist. Schade drum, da ich etwa denke, dass die zwei sich etwa gut etwa komplementieren, sei es nun in ihren komplizierten Beziehungen zu ihren Eltern und sonstiges eben. Diese Issues sind ziemlich gut, auch wenn ich etwa nicht so groß mag, wie stark ihr Charakter eben von diesen Mindwipes definiert wird. An sich keine schlechte Idee und an sich ist es interessant zu sehen, dass man sie in eine Grauzone reinsteckt. Natürlich werden auch die Effects eben erwähnt bzw. diskutiert, aber so wirklich vieles Großartiges macht man leider da eher weniger. Was auf jeden Fall großartiger ist, wäre dabei ihre Miniserie für einen Seven Soldiers of Victory Reboot. Die Seven Soldiers of Victory war ein Superhelden-Team aus der Golden Age für DC und ein Team, was Grant Morrison zurückgebracht hat und damit auch eine kleine Miniserie, eine weitere 4-Issue-Miniserie für Zatanna spendiert hat. Meiner Meinung nach ist diese Serie ein großer Stichpunkt, wenn es darum geht, Zatanna als Charakter zu definieren. Denn natürlich, eine Sache, die auf jeden Fall auf den ersten Blick so etwa groß rüberkommt, ist der Fakt, wie Zatanna in ihrer Original-Appearance aussieht. Sie trägt ein Statesman-Outfit und hierbei wird es etwa so richtig etwa mehr reingegangen, mehr in die Tiefe eben reingegangen. Das Soul-Leben von Zatanna wird deutlich mehr etwa hier reflektiert und Morrisons Writing ist einfach nur großartig. Was auf den ersten Blick wie eine glänzende, prominente Welt aussieht, ist deutlich mehr abgefuckter und wie Morrison es einfach nur schafft, ihren Charakter reinzubringen und dieses Show-Element wirklich hervorzubringen, wirklich etwa in den Fokus reinzusetzen, ist wundervoll. Das ist die erste das erste Solo-Projekt von Zatanna, was es wirklich groß einfach nur empfehlen kann. Ich liebe diese Mini und ich bin wirklich angepisst, dass diese Mini über die Seven Soldiers Omnibusse oder Trade Paperbacks oder sonstiges eben reprintet wurde. Wieso kann man da nicht etwa ein Paperback oder sowas raushauen, nur von dieser Mini? Was aber auch in den 2000er passiert ist die erste richtige Ongoing für Zatanna. Paul Dini, ein Name, über den wir später reden, vor allem wenn es um Adaption geht von Zatanna, pennt diese und meine fucking Güte, kann ich da einfach nur rumgossen. Also reden wir doch mal über Paul Dini's Run an Zatanna, was leider nicht etwa das große lange Leben eben zu sich hatte. Dinis 16-teilige Ongoing für Zatanna ist einer meiner absoluten Lieblings-Comic-Reihen aller Zeiten. Es ist so verdammt gut. Die Zeichnungen sind einfach nur wundervoll. Dini's Writing ist fantastisch einfach nur. Ich meine, Paul Dini ist vielleicht ein Name, der euch bekannt vorkommt. Immerhin war er einer der Writers von den Batman Arkham Games. Immerhin war er einer der Writers für die Animated Show. Also hat er so einige Erfahrungen zu sich. Sehr prominente Erfahrungen zu sich. Und Zatanna ist ein Charakter, wo es etwas sehr offensichtlich ist, dass er ein großer Fan von ihr ist. Und ich kann ihn da nicht etwa blamen, da der Charakter so viel Potenzial und so viel zu sich etwa bietet, wenn man sie wirklich mal richtig nutzt. Dini baut dabei clever auf das, was Morris hervorgebracht hat. Das Soul-Leben von Zatanna spielt hierbei mehr den Fokus. Ihr Liebesleben wird mehr geschildert und man hat mal wirklich ein Gefühl, dass der Charakter richtig etwa geformt wird. Dini bringt mehr oder weniger den Charakter hervor, den die meisten von uns lieben, mich inkludiert. Wie sie etwa hier dargestellt wird, ist wundervoll. Ihre Fresse, ihre Abenteuer, ihre manchmal mysterious, manchmal kremlinhafte Art und Weise mit Problemen umzugehen, ist wundervoll. Die Magie sowohl auf der Stage, sowohl in ihrem persönlichen Leben und Co. wird wundervoll hervorgebracht. Und so einige Charaktere wie Zachary, Zatara und Curzon wird zum ersten Mal hier introduced. Unter anderem spielt sie auch etwa mit ihrer Angst von Puppen, beziehungsweise auch Puppeteers. Und wie er immer das gemacht hat, ist sowohl abgewagt, aber wundervoll. Die Backstory, warum sie auch etwa so okay scheint mit Mindwarps, wundervoll. Es ist makaber, es ist märchenhaft, es ist wundervoll einfach nur. Und es zeigt etwa die Layers, die man etwa mit Zatanna so gut hervorbringen kann.
Tiefe ist auch ein sehr gutes Stichwort, denn einen weiteren Comic aus den 2000ern, den ich etwa highlighten möchte, ein Single-Issue aus der 2007er Brave and the Bold Serie. Brave and the Bold ist zugegeben einfach eine Batman-Crossover-Serie und auch zu ein bisschen gerade war diese 2007er Serie dasselbe, aber in Issue 33 haben wir unter anderem ein Crossover mit Batgirl, Wonder Woman und Zatanna. Und es ist ein sehr simples Crossover, beziehungsweise eine sehr simple Story. Denn Zatanna ladet etwa die zwei anderen Damen zu einem Girls Night Out eben ein. Sie machen etwa Party, feiern, tanzen, haben einfach eine gute Zeit. Dieser Comic ist ziemlich interessant und ziemlich gut geschrieben. J. Michael Straczynski hat den Comic unter anderem geschrieben, der für viele bestimmt etwa bekannt ist als Creator von der Show Babylon 5 oder auch als Writer für die Spider-Man Ongoing in den frühen 2000ern. Und der macht einen fantastischen Job, vor allem wenn es um den inneren Monolog geht von Batgirl, denn der Leser realisiert es erst gegen Ende, beziehungsweise wird es erst gegen Ende enthüllt, wo und wann eben diese Comic-Story in der Timeline platziert wird. Eben kurz, beziehungsweise einen Tag oder 2 Tage vor einer sehr ikonischen Batman-Story, The Killing Joke. Wenn ihr The Killing Joke kennt, dann wisst ihr genau, was mit Barbara Gordon in dieser Story passiert. Ich muss es etwa euch nicht etwa wegnehmen. Aber diese Story ist ein gutes Beispiel, weil die Story ist sehr simpel, aber gibt diesen 3 Damen eine schöne anderweitige Dimension aus, wenn sie nicht etwa eine Fassade aufbringen müssen als Superhelden oder auch als Stage-Besessen oder sonstiges. Es ist eine wirklich gute Story und eine sehr gute Standalone-Story, die ihr unbedingt mal lesen solltet. Teenage Run ging leider aber nicht etwa so lang, da das New 52 ein großes Reboot für das DC Universe dran stand und Zatanna in eine ganz andere Rolle reingepackt wurde. Reden wir doch mal über die erste Volume von Justice League Dark. Ein Konzept, was cool ist, ein Konzept, was es eigentlich lieben sollte. Immerhin ist es einfach ein Counterpart der Justice League, aber mit dem magischen Charakters von DC und auch Vertigo. Immerhin wurde Son Constantine reingebracht in die Fold und ich lieb's nicht. Ich weiß auch nicht warum. Zatanna hat ein neues Design gekriegt. Ein Design, was Sinn macht. Immerhin war sie etwa kaum wirklich on-stage zu sehen zu dieser Zeit. Aber ein Design, was jetzt etwa nicht allzu viel Charakter zu sich hat. Ein solides Design. Ein Design, was eben passt etwa für die Zeit bei der Justice League Dark. Aber kein wirklich memorable Design. Und meine Güte, wie soll ich das am besten erklären? Nachdem Zatanna in ihre eigene Rolle wiedergekommen ist, mehr zu sich hatte, mehr eigen ist, hat man sie mehr oder weniger ein wenig weggeschoben und gesagt, hey, sie kann doch etwa die Ex oder die Will She Won't She Love Interest von Son Constantine sein. Sie kann dann auch etwa oft von Son Constantine gerettet werden. Ich weiß, es gibt Leute, die die Beziehung zwischen Son Constantine und Zatanna mögen. Sie da definitiv Appeal, da die Persönlichkeiten an sich nicht etwa miteinander funktionieren können. Ich mag Constantine. Er ist ein spaßiger Charakter, der vor allem in der originalen Hellblazer-Reihe wirklich gut funktioniert. Das Konzept, dass die Exes sind und da was Kompliziertes umgeht, ist interessant per se, aber meine Güte, ich weiß auch nicht. Ich denke nicht, dass es das ganz gut etwa umgesetzt wird. Ich denke auch nicht, dass etwa die Beziehung mit denen weder interessant noch etwa wirklich spaßig zu lesen ist. Vor allem in dieser ersten Volume von Justice League Dark. Ich weiß auch nicht. Kein großer Fan davon. Es gab eine zweite Volume von Justice League Dark in der Rebirth-Ära, wo unter anderem Wonder Woman eine große Rolle spielt. Und Zatanna und Wonder Woman ist ein interessantes Pairing. So wirklich viele Worte dazu habe ich jetzt nicht zu verlieren. Aber falls ihr irgendeine der Justice League Dark-Serien euch lesen wollt, macht lieber das mit der Rebirth-Reihe. Deutlich interessanter, deutlich besser. Manch interessante Dynamiken, Interactions. Nicht wirklich sehr viel zu sagen, aber es macht das Konzept deutlich besser. New 52 war keine gute Zeit für Zatanna. Sie tauchte immer mal wieder auf, abseits von der Justice League Dark, aber so wirklich eigen hatte sie nicht wirklich was. Im Jahre 2014 brachte mal Paul Dini zurück für ein Solo-Standalone-Comic, Zatanna Black Canary Blood Spell. Ein Comic, der uns unter anderem etwa eine Hintergrundgeschichte zwischen Zatanna und Black Canarys Hintergrund miteinander eben erzählt, auch wenn es ein Punkt ist, der in vorherigen Stories nicht etwa wirklich sehr relevant war. Immerhin war Canary und Zatanna jetzt auch nicht etwa die größten Freundinnen, aber in diesem Comic wird es so gemacht und ich mag's wirklich. Black Canary ist natürlich ein weiterer prominenter DC-Charakter, wenn nicht sogar prominenter als Zatanna in vielen Aspekten. Ich meine, sie sind deutlich mehr Comics und dennoch, wie man es hier macht mit deren Freundschaft, wie die Backstory, die Origins zwischen den beiden ist wirklich spaßig. Die Story ist sehr simpel
erklärt, Black Canary hat einen Blutzauber auf sich und sie sucht etwa die Hilfe von Zatanna und mit ihrer Hilfe kann sie irgendwie mehr oder weniger davon wegkommen. Dabei kriegen wir etwa eine sehr elegante, elektrische Freundschaft, die auf der klassischen The Brave and the Bold Dynamik basiert. Sprich, die Superman- und Batman-Dynamik. Das Artwork ist wundervoll und erinnert mich ein wenig an einen Mix von der Moderne und der Silver Age. Die Colors sind sehr popping und es ist einfach nur wundervoll zu sehen, was Dini und der Artist hier machen. Unter anderem kriegen wir etwa ältere Zatanna-Design zu sehen, sei es nur etwa eine neue Version des originalen Emma Pleulichen Outfits oder auch etwa das 80s Outfit, nicht das 70s Outfit, weil niemand mag das 70s Outfit. Sorry, 70s Outfits Fans, ich mag's nicht. Aber ja, der Comic ist fantastisch. Man kann auch etwa nichts anderes erwarten von Dini mit Zatanna. Der Mann weiß, was man etwa mit Zatanna machen kann. Und dann kam die 2020er. Und ich weiß nicht, was passiert ist in den 2020er, aber von den Lack an eigenen Inhalten haben wir etwa eine wirklich große, wenn nicht sogar die allererste Zatanna Zatara Renaissance bekommen. Denn sie, ein Nickname für Zatanna, hat so einiges in dieser Dekade bekommen. So war sie einer der Important Players, wenn es um das DCKO Event ging, ein Tournament Event, wo sie unter anderem ihr eigenes Issue bekam, wo sie Harley Quinn bekämpft hat. Ein Charakter, der gigantisch groß geworden ist, dank eben Suicide Squad und generell gigantisch große Popularität schon seit ihrer Erfindung hatte und da etwa gewonnen hat unter anderem. Was impressive ist, immerhin ist Harley dann doch eher mehr der beliebtere Charakter. Sie hatte eine wichtige Rolle in Night Terrors, wo sie sogar eine kleine Mini bekommen hat mit 2 Issues. Charming, unterhaltsam, finde ich. Sie war ein ganz großer Player für die Weihnachts-Events, wo Batman und Damian eine große Rolle gespielt haben und vor allem im zweiten Teil hatte sie eine sehr große Rolle, selbst sogar mit einem kleinen, eher mehr Christmassy Redesign. Und generell, es schien so, als würde die sie wirklich mehr pushen. Das kann man vor allem etwa sehen an den Solo-Titel. So bekam sie etwa eine Story für eher mehr kleinere Leser mit Zatanna and the House of Secrets, eine Teenager-Story, Zatanna the Jewel of Gravesend. Ich mag das erstere eher mehr, aber vielleicht sagt euch das was zu. Und auch weitere andere wichtige Rollen in zum Beispiel Detective Comics mal wieder oder auch in anderen Batman-Serien, wo unter anderem ihre Vergangenheit mit Bruce ein wenig genauer erläutert wurde. In einer der Chip Zdarsky-Serien unter anderem, wenn ich mich nicht irre. Die großen Dinge aber für Zatanna zu der Zeit sind etwa meiner Meinung nach 4 Serien und eine nicht in der Main Continuity. Unter anderem erstmal eine Mini von Mariko Tamaki, ich hoffe, ich habe den Namen nicht gebutzert, mit Art von Javier Rodriguez. Wundervolle Zeichnungen einfach nur. In Zatanna Bring Down the House. Eine wundervolle Mini mit prachtvollen Zeichnungen, guten Writing und ein nettes kleines Alternative Universe der Main Continuity von DC. Aber hey, 2025 bekamen wir eine richtige neue kleine Mini mit ihr in der Main Continuity von DC. Die erste Main Continuity Serie, seitdem die Dini-Serie von ihr beendet worden ist. Und diese Serie, fucking meine Güte, ist die großartig. Ich habe so ein Dinis Ongoing groß gelobt, aber Samuel Campbell, meine Güte, auch wenn es nur etwa paar Issues sind, 6 um genau zu sein, bietet diese Serie einfach nur so viel Zusätze. Campbell schreibt nicht nur etwa die Serie, sondern zeichnet sie auch und macht einen wundervollen Job dabei. Die Zeichnungen hier sind einfach nur stunning as fuck. Die Story hier bringt auch etwa viel in sich. Es ist schön zu sehen, dass Zatanna wieder auf ihre eigenen Beinen stehen kann, nicht etwa in die Justice League oder die Justice League Dark reingesteckt wird. Auch wenn sie etwa ein netter Teammember ist, so doch denke ich, dass sie ihre eigene Reihe verdient hat und das beweist einfach nur Campbells Serie bis zum Ende. Wie man etwa ihre Familie, sei es Zendaya, Sivani und Co. reingebracht hat, eine neue Schurken und das alles drum und dran, wie sie mehr oder weniger mit all den emotionalen Downfalls umgeht über die Jahre, von Problemen mit bestimmten Freunden wie Batman aka Bruce Wayne, komplizierten Liebesleben und Co. Meine Güte. Ich möchte nicht etwas zu viel spoilern, ich möchte nicht etwas zu viel in
das Detail gehen, aber ich liebe diese Serie einfach nur. Falls ihr irgendeine der Modern Zatanna Solo-Reihen euch ansehen wollt, macht das vor allem diese. Denn es geht wirklich einfach nur genial in die Süße des Charakters rein. Genialität mit ihrem Charakter habe ich seit langem nicht mehr gesehen, seit eben den Dini Run. Und es ist wirklich schön einfach zu sehen, was man hier da macht. Wie man mit ihren Insecurities, mit ihren Ängsten umgeht. Wundervoll einfach nur. Ich weiß nicht, wie ich das richtig in Worte fassen kann. Die Reihe ist großartig einfach nur. Und ich kann es kaum erwarten auf Campbells neue Ongoing. Ich habe große Hoffnungen dazu. Und ja, das war mehr oder weniger die grobe Zusammenfassung von Main Continuity, Vertical und was weiß ich von Zatanna. Zatanna ist natürlich ein Charakter, der ähnlich schon wie die anderen DC-Charaktere auch in andere Comic-Universes eine Rolle hat. So ist sie ein Charakter in DC Bombshells, eine Reihe, von der ich nichts gelesen habe, die ich dennoch erwähnen möchte, da sie sich etwa fokussiert auf die weiblichsten Heldinnen und Schurkinnen des DC-Universe in einem World War-Setting. Es sieht auf jeden Fall interessant aus und ich würde vermutlich dieser Reihe mal einen Versuch geben, aber wie gesagt, ich habe leider nicht etwa viel zu sagen hier. Oder natürlich auch das Absolute Universe, was überzeugen kann mit Titeln wie Absolute Wonder Woman, Absolute Martian Manhunter und Co. Denn in der Absolute Wonder Woman Reihe wird sie etwa als Schurken hervorgebracht mit einem ganz neuen Design. Ein Design, was sehr anderweitig ist von ihrem Originaldesign, aber ein Design, was wirklich gut funktioniert und wirklich Interesse auf mehr macht von diesem Charakter. Ihre Beziehung mit Wonder Woman, aka dieser Version von Wonder Woman, ist auf jeden Fall faszinierend und es ist auch eine Sache, die immer noch ongoing ist und ich sehr gespannt bin, wie es etwa über die Zeit anläuft, wie ihre Rivalität sich ihre Evolution findet. Aber ja, das ist auch ein anderes Thema. Liegt auf jeden Fall Absolute Wonder Woman bei Kelly Thompsons. Die Zeichnungen, das Writing, großartig einfach nur. Einer der besten Wonder Woman Runs aus der Neuheit. Und natürlich, auch wie andere DC-Charaktere, hat sie so einige Adaptionen zu sich. Das Ding mit Zatanna und Adaption ist, dass sie nie wirklich etwa die Adaption hat. Was meine ich damit? Wenn ich etwa Iron Man erwähne, dann denkt ihr alle an Robert Downey Jr.'s Portrayal im MCU. Wenn ich Spider-Man erwähne, denkt ihr vielleicht an Tobey, Andrew, Tom oder auch Miles aus den Spider-Verse-Filmen. Auf jeden Fall fallen euch etwa viele Adaptionen ein, oder zumindest eine. Wenn ich Zatanna erwähne, was für eine Adaption fällt euch ein? Vermutlich Young Justice, aber als Adaption ist es sehr anderweitig. Immerhin wird sie hier als Teen präsentiert und in der Regel ist sie kein Teen. In so einer Mini wie Mystic Hue ist sie etwa zwar ein Teen, aber das ist auch in einer anderen Continuity und das ganze Drum und Dran mit ihr ist auch sehr abgeändert. Natürlich mit Adaption gibt es so viele Abänderungen, aber zum Beispiel wie sie ihren Vater Sivani verliert, ist sehr anders und generell ihre Beziehung zu der Main Justice League Gruppe ist deutlich anders dadurch, da sie nicht etwa im Alter von Batman oder Co. ist. Young Justice, solide Show, ich mag's. Vielleicht, wenn es Interesse gibt, werde ich dieser Show sein eigenes Video widmen, aber ich denke mal, das ist vermutlich die bekannteste Adaption von Zatanna. Natürlich tauchte sie in anderen Justice League Cartoons auf, unter anderem im DC Cameo, wo sie eine Rolle in Justice League Dark und Apocalypse War spielt. Apocalypse War einer der vielen Opfers ist von der Edginess dieses Films und der Brutalität. Justice League Dark, kein großer Fan von diesem Direct-to-DVD-Film, vor allem wie man etwa Batman hier impliziert. Warum ist Batman hier? Er ist kein magischer Charakter. Marketing, Leute, warum? Oder auch etwa in Justice League Unlimited, wo sie eine Episode für sich selber hatte, die als erstes etwa aussieht, als würde es eine Wonder Woman-Episode sein. Aber Wonder Woman wird in ein Schwein verwandelt durch Cersei und so sucht etwa Batman die Hilfe von Zatanna, die ihm natürlich verhilft. Und hey, Kevin Conroys Batman singt in dieser Episode. Und er singt fantastisch einfach nur. Das bringt Cersei so sehr zum Tränen und sie wollte es so sehr, dass sie etwa Wonder Woman wieder in ihre normale Form zurückbringt. Und hey, es gibt sogar etwa ein paar Hints, dass etwa Wonder Woman und Batman in dieser Continuity vielleicht ein Ding für sich haben. Und natürlich gibt es auch etwa eine 90s-Episode der Batman Animated Show mit dem Titel Zatanna, geschrieben von natürlich Paul Dini, der auch die Justice League-Episode geschrieben hat, die das Ganze drum und dran mit Bruce, Batman und Zatanna genau etwa durchblickt. Ihr erster Auftritt in das bekannte DCAU und eine fantastische Episode, auch wenn es ein wenig sagen ist, von der Justice League-Episode zu dieser Episode zu gehen, vor allem von dem Voice-Acting, da Zatanna eine komplett andere Voice-Actress da hatte. Beide sehr gute Performances. Ich persönlich habe eher meine Präferenz für die Voice-Actress von Justice League,
Musik, aber auch andere Thematik. Und ja, Zatanna ist auch ein ziemlich großer Charakter, wenn es um die Cosplay-Szene geht. Wenn es eine Sache gibt, wo ihr Zatanna vermutlich gesehen habt, abseits von Cartoons, dann ist es vermutlich die Cosplay-Szene, da die Cosplay-Szene wirklich Zatanna liebt. Und ich bin nicht verwundert, da ihr Main-Outfit, das Date-Outfit eben, dann doch sehr ikonisch ist einfach nur und sich etwa gut anbietet für Cosplays. Oder auch für überteuerte Figuren. Und damit kommen wir doch mal zum Ende. Ich möchte etwa ein Fazit geben, aber ich weiß nicht, wie ich am besten etwa ein Fazit zu so einer langen Historie geben kann. Zatanna ist ein Charakter, den ich liebe. Auch wenn sie in Anfängen nicht etwa wirklich die Tiefe zu sich hatte und er mehr ein sehr nettes Design war, statt wirklich ein Charakter mit viel Tiefe. So wurde sie durch die Zeit immer mehr neu definiert, neue Tiefen wurden reingebracht, dank Leuten wie Grant Morrison, Paul Dini, Mariko Tamaki, Samuel Campbell und Co. hat sie einen richtigen Charakter gefunden. Ein Charakter, der faszinierend ist. Ein Charakter, der manchmal an die Grauzone reingeht. Ein Charakter, die sehr flirty sein kann. Ein Charakter mit so viel Potenzial. Und ein Charakter, wo es wirklich etwa hoffe, dass in der Zukunft sie eine große Adaption kriegt. Oder auch eine zumindest große Zukunft in den Comics hat. Aktuell hatten die 2020er so einiges mit Zatanna prominent zu sich. Und während sie für eine lange Zeit eher mehr ein Cameo, ein Supporting Character war, so sieht es so aus, als hätte sie eine große, glorreiche Zukunft vor sich. Und ich kann es kaum erwarten. Oh fuck, ich habe etwas Smallville vergessen. Smallville ist ihre einzige Live-Action-Appearance. Und ich meine, sie taucht in 2 Episoden auf, gespielt von Saranda Swan. Sorry, ich habe den Namen gebutzert, wie viele Namen auch in diesem Video. Die unter anderem etwa Medusa in der Inhuman Soul spielt. Ein anderer Charakter, den ich etwa wirklich mag und sehr viel Potenzial hat, aber nie wirklich großartig adaptiert wurde. Aber das ist auch ein Thema für ein anderes Video. Aber kommen wir doch mal zum Ende dieses gigantisch großen Videos. Vermutlich an manchen Stellen war es ein wenig rambly, aber ich liebe Zatanna und ich wollte unbedingt endlich mal dieses Video etwa hervorbringen. Zatanna verdient all die Liebe, die sie etwa bekommen kann. Und ich hoffe, dieser kleine Guide, dieses Meinungspiece hat euch gefallen, hat euch etwa geholfen und wir sehen uns, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye.